Uns erwartet bald ein neues Tabletop-Spielsystem und genau darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Servus zusammen! Einige von euch werden es ja bereits mitbekommen haben. Freebooters Fate hat ja, glaube ich, auf der Spiel 2022 ihr neues Tabletop Science-Fiction-Spiel angekündigt und jetzt haben wir die ersten Informationen dazu bekommen. Und auch der Name ist gedroppt worden. Das Spiel wird Ascending Fate heißen. Alle von euch, die mir schon ein bisschen länger auf YouTube folgen, werden wissen, dass ich ein sehr großer Freebooters Fate Fan bin. Mir gefällt das Spielsystem mit den Kartenmechaniken, das eben Weglassen von Würfeln, die ganzen Figuren, die Fraktionen, der Hintergrund. Das ist alles etwas, das mir insgesamt eben gefällt. Und daher fand ich es recht spannend, als das Science-Fiction-Tabletop angekündigt worden ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her und war ja in der Vergangenheit so ein bisschen ein Running Gag in der Community, weil ich weiß nicht, wie das aufgekommen ist damals mit einem Science-Fiction-Spiel, aber zuerst hat es ja so ausgeschaut, dass hier nie was kommen könnte, aber jetzt ist es dann doch so weit und wir erhalten ein Science-Fiction-Tabletop von Freebooter Miniatures. Zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme, wird noch ungefähr eine Woche vergehen, bis ihr das Video sehen werdet auf YouTube. Das heißt, hier ist es auch möglich, dass in der Zwischenzeit noch weitere Informationen herauskommen zum Spiel. Was aktuell das Thema ist, soweit ich mitbekommen habe, es gibt eben ein Teaser-Video von vor einer Woche und einen Livestream, wo das ganze Spielsystem auch schon ein bisschen vorgekommen ist. Ich selbst habe nur den Teaser bis jetzt gesehen, den habe ich mir gerade vorhin angeschaut, denn das Ganze ist bei mir auch ein bisschen untergegangen. Dazu werde ich aber auch in einem Moment dann etwas mehr sagen. Nur mal grob gesagt, es gibt eben diese beiden Informationen, den Teaser auf dem YouTube-Kanal von Freebooter Miniatures und eben den Livestream, beides schon seit einer Woche online. Und dann kommt noch dazu, dass eben jetzt, ich glaube gestern war es, eine Folge vom Table Podcast veröffentlicht wurde. Ich werde euch den Spotify-Link unten in der Videobeschreibung hinterlegen, falls das jemanden interessiert. Ich habe diese Folge noch nicht gehört, aber rein vom Titel her geht es hier auch um das Thema neue oder innovative Spielmechaniken für Tabletop-Systeme und ob da überhaupt noch mehr möglich ist. Und das war auch das, was mich hier in den letzten Zeit ein bisschen so angetrieben hat, beziehungsweise was ich im Hinterkopf hatte, nachdem eben veröffentlicht wurde, dass tatsächlich ein Science-Fiction-Spielsystem von Freebooter Miniatures erscheinen soll, weil ich mir dann auch ein bisschen die Frage gestellt habe, was kann uns das Spielsystem als Community noch bieten, was wir nicht vielleicht eh schon in allen möglichen anderen Systemen bekommen haben. Aber lasst uns mal von vorne starten mit eben den beiden Quellen, die wir bisher haben, mit dem Teaser und dem Livestream. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das Ganze ging bei mir ein bisschen unter, denn in beiden Videos, beziehungsweise ja, in beiden Videos sozusagen, weil der Livestream ist ja schon vorbei, ist der Spieltitel Ascending Fate vorgekommen, aber ich habe das Ganze durch das Fate-Thema mit Freebooters Fate assoziiert und eben nicht mit einem neuen Spielsystem. Dazu muss ich aber auch sagen, ich habe da auch gehofft, dass dieses, ähnlich wie bei Freebooters Fate, eben dieses Fate-Thema mit aufgegriffen wird und dann in ein Science-Fiction-Thema irgendwie überführt wird. Das ist Gott sei Dank auch der Fall. Das finde ich persönlich gut. Ist natürlich reine Geschmackssache, ist quasi ja nur ein Name. Aber ich finde es gut, dass man das eben gemacht hat. Aber wie gesagt, ich bin hier davon ausgegangen, als ich sowohl den Teaser gesehen habe, beziehungsweise den Livestream, die Titel dazu, beziehungsweise Thumbnails, dass es sich hier vielleicht um eine Erweiterung von Freebooters Fate handeln könnte, die uns im Sommer 2023 erwarten wird. Und daher habe ich mir jetzt im Verlauf dieser Woche das Ganze gar nicht angeschaut,
weil ich es irgendwie gar nicht mitbekommen habe. Denn der Teaser selbst, das ist ein Thumbnail mit einem eigentlich schwarzer Hintergrund und dann eben in heller Schrift der Name des Spiels. Und das ist mir jetzt gar nicht so in meinen ganzen Abo-Feed irgendwie aufgefallen oder habe ich überhaupt nicht aktiv wirklich mitbekommen. Erst durch einen Zufall, eigentlich gestern, das erste Mal gesehen, ja hoppla, da gibt's was, und heute habe ich mir vorhin das Video, den Teaser mal laufen lassen und gesehen, dass es hier ja um das neue Spielsystem geht. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können. Man hat ja auch die Möglichkeit hier beim Videotitel, der ja doch eigentlich nur sagt, Ascending Fate, Teaser, das Ganze ein bisschen zu konkretisieren, um uns hier dann zu sagen, dass es hier um das neue Spielsystem geht. Weil das ist vielleicht für den einen oder anderen dann doch von Interesse. Auch zum Teaser selbst muss ich sagen, der war recht kurz. Natürlich ist nur ein Teaser. Ist auch klar, dass das noch kein Trailer ist. Aber hier waren nicht wirklich Informationen drinnen, mit denen ich persönlich jetzt viel anfangen habe können. Vom Eindruck her oder vom Ersteindruck im Teaser selbst hatte ich zuerst das Gefühl, das könnte auch ein Teaser von einem Spielsystem sein, das Corvus Belli auf den Markt bringt. Das hatte ein bisschen durch die Grafiken und durch die Renderbilder der Figuren den Eindruck gehabt, dass es eben Infinity sein könnte, auch vom Style her der Figuren selbst und auch vom Artstyle der Bilder, oder eben, dass es das neue Spielsystem im Fantasy-Bereich eben genau andersherum bei Corvus Belli sein könnte mit eben Warcrow. Also auch hier hatte ich das Ganze jetzt nicht sofort dann, obwohl ich gewusst hatte, dass es ein Freebooter Miniatures Video ist, mit Freebooter Miniatures zusammengebracht. Was jetzt aber gar nicht unbedingt was Schlechtes in der Hinsicht sein soll, denn der Style selbst gefällt mir persönlich sehr gut, und rein aus diesem Teaser heraus muss ich auch sagen, bin ich jetzt gespannt, was hier mehr kommt, da ich ja auch ein großer Infinity-Fan bin und das ganze Konzept auch mit diesen Renderbildern ja dann doch bekannt ist oder man sich daran gewöhnt hat. Daher bin ich hier schon gespannt, was hier uns noch in Zukunft jetzt dann erwarten wird. Aber eben wie gesagt, es waren nicht wirklich viele Informationen in diesem Teaser enthalten. Man hat hier noch keine Informationen zu den Fraktionen bekommen. Man hat so einen ersten Eindruck, der aber nicht wirklich noch so die Eigenständigkeit herausbringt, was das Universum betrifft. Wie gesagt, es hat ein bisschen dann für mich auch nach Infinity gewirkt, in manchen Situationen. Ich hoffe aber, dass wir hier bald mehr bekommen von Freebooter Miniatures, beziehungsweise dass bereits im Livestream ein bisschen mehr gesagt wurde, vielleicht zu den Fraktionen. Das werde ich mir hier jetzt dann im Anschluss auch ansehen, weil es mich doch interessiert und ich schon sehr gespannt bin, was hier geplant ist, beziehungsweise was uns bei dem Spielsystem erwartet. Und das bringt mich jetzt eben auch zum eingangs schon ein bisschen erwähnten Thema der Spielmechaniken. Ich bin hier wirklich gespannt, was uns Freebooter Miniatures hier für ein Spiel bringen wird. Denn es sieht ja auch wieder so aus und ist ja auch nachvollziehbar, dass es ein Spielsystem werden wird. So zumindest meine Einschätzung, eben in einem Skirmish-Bereich, wenige Figuren. Aber die Frage ist es dann in Richtung eines Freebooters Fate mit eben so 8, 9, 10 Figuren pro Seite. Vielleicht hat man auch weniger Figuren, was vielleicht auch interessant wäre. Vor allem natürlich auch für den Einstieg, weil man dann doch weniger für den Anfang eben braucht, um wirklich was Fertiges aufzubauen. Oder vielleicht wird es auch etwas sein, wo man vielleicht etwa 15, 20 Figuren hat. Also da bin ich schon mal sehr gespannt, was uns hier dann in Zukunft erwarten wird. Was für mich aber sehr viel spannender noch sein wird, ist die Spielmechanik, die das Spiel bringt für uns. Weil ich habe mir da über die letzte Zeit immer mal wieder Gedanken dazu gemacht, was für mich hier interessant wäre, jetzt nicht speziell auf das neue Spiel von Freebooter Miniatures,
sondern ganz allgemein, wenn jetzt da ein neues Spielsystem kommt oder irgendetwas, mir etwas auffällt, was müsste für mich vielleicht ein Spielsystem mitbringen, dass es für mich dann irgendwie unterschiedlich macht von oder abhebt von anderen Spielsystemen, damit ich es auch spielen werde oder mir anschauen möchte. Da muss ich auch sagen, wie vorhin erwähnt, Freebooters Fate ist für mich ein Spielsystem, das mir sehr gut gefällt. Daher werde ich auch definitiv in Ascending Fate einen Blick werfen, weil ich da schon sehr gespannt bin. Aber jetzt auf die Spielmechaniken selbst, mir ist hier nichts eingefallen, was ich nicht irgendwie für mich feststellen konnte, das habe ich schon irgendwo gesehen. Denn was könnte hier sein? Wir könnten auf der einen Seite eine Art Freebooters Fate bekommen, nur im Science-Fiction-Universum. Da fehlt natürlich dann komplett die Eigenständigkeit. Das ist dann vielleicht in der Hinsicht interessant für die Leute, die sagen, Freebooters Fate habe ich bisher nicht gespielt, auch wenn mich die Regeln interessieren, weil ich zum Beispiel kein Fantasy-Spieler bin, sondern eher Science-Fiction. Diese Leute könnte man damit abholen, mich auch, weil ich habe auch damals mit Warhammer 40k zum Beispiel angefangen, also erst später in die Fantasy-Richtung dann gefunden, wäre für mich definitiv auch ein Grund, unabhängig davon, dass ich schon sehr gerne Freebooters Fate eben spiele, hier in das Spielsystem reinzuschauen, ist aber jetzt irgendwie auch nichts, was hier irgendwie eine Eigenständigkeit dann zeigt, sondern eigentlich ein vorhandenes Spielsystem, das schon sehr vielen Leuten gefällt, eben dann nur für ein neues Universum angewendet. Auch stellt sich hier wiederum die Frage, wie schaut das mit den Spielmechaniken dann in Bezug auf Karten oder Würfel aus? Ich gehe mal stark davon aus, dass hier Freebooter Miniatures und ich hoffe es auch den Weg von Freebooters Fate gehen wird und weiterhin auf Würfel verzichtet. Das würde mir persönlich am besten gefallen. Bin ich mir aber auch, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen müsste, ziemlich sicher, dass das so sein wird. Aber da stellt sich eben auch die Frage, werden die Kartendecks zum Beispiel weiterverwendet, dass man hier ähnliche Kartenmechaniken hat, nur halt eben mit denselben Karten, aber auf ein anderes System angewendet, würde in der Hinsicht dann zwar interessant sein, weil man bereits die Karten dann als Freebooters Fate Spieler hat, aber da die Karten natürlich auf Freebooters Fate ausgerichtet sind von der grafischen Seite her, würde das natürlich ein bisschen auch komisch aussehen. Daher, wenn sowas kommt, eher mit eigenen Kartensets, damit das Ganze eben abgestimmt ist auf das neue Ascending Fate System, auch wenn die Karten selbst vom Aufbau her identisch sein sollten. Bei den ganzen Überlegungen, was jetzt mögliche Spielmechaniken angeht, muss ich aber dann sagen, ist mir persönlich, natürlich, ich bin jetzt kein Spieleentwickler, klarerweise, vielleicht fehlt mir hier dann auch die Kreativität dazu, aber mir ist hier jetzt da eigentlich nichts eingefallen, was jetzt aus spielmechanischer Sicht das Ganze für mich interessant im ersten Moment erscheinen lässt. Wie gesagt, müssen wir hier natürlich abwarten, wann wir dann erste Informationen bekommen, wie das Spielsystem, die Spielmechaniken grundlegend ablaufen werden. Aber rein wenn ich so überlegt habe, an Spielsystemen, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind, die für mich irgendwie etwas Neues geboten haben, dann waren es eben damals Freebooters Fate klarerweise mit der Kartenmechanik, vor allem eben mit den Trefferzonenkarten. Das hat es so auch noch nirgendwo gegeben und habe ich auch bisher nirgends gesehen persönlich in irgendeinem anderen Spielsystem. Oder eben auch bei Malifaux das Fate Deck zusammen eben mit der Möglichkeit, dann Karten cheaten zu können, ist auch wieder etwas gewesen damals, was mir hier dann positiv und als eigenständig aufgefallen ist. Oder zum Beispiel auch bei Saga die Battleboards der einzelnen Fraktionen, wo man eigentlich ein sehr schmales Regelsystem hat, mit auch eigentlich recht ähnlichen Einheitentypen pro Armee und eben nicht so viel Variation. Die Variation dann aber wiederum reinkommt mit diesen Battleboards, war auch damals etwas Neues.
Ist aber auch die Frage, ob man das in einer anderen Art und Weise hier zum Beispiel einsetzen würde oder eben bei Ascending Fate dann irgendwie eingesetzt werden kann, je nachdem wie eben das Spielkonzept hier jetzt dann aussehen wird. Das Ganze hier ist jetzt auch gar nicht irgendwie negativ zu sehen, sondern ich bin einfach nur gespannt, was uns hier in Zukunft dann noch erwarten wird, wenn wir mehr Informationen bekommen, eben was Fraktionen betrifft, was das Setting betrifft und vor allem natürlich was die Spielmechaniken angeht, da für mich einfach hier noch nicht wirklich viele Informationen da sind und verglichen eben dann auch mit anderen Spielsystemen so nicht wirklich etwas auffällt oder mir aufgefallen ist oder ich an irgendetwas denke, wo ich sage, das würde für mich jetzt ein Spielsystem irgendwie von der Spielmechanik herausheben, wenn irgendein neues Tabletop das so machen würde. Also da habe ich schon, vor allem in den letzten Jahren, ist mir das dann aufgefallen, wenn ich so ein bisschen zurückschaue, dass hier eigentlich recht wenig neue Sachen dazukommen, sondern ich hatte dann doch sehr häufig immer wieder mal das Gefühl, dass man das ja eh alles schon gesehen hat irgendwo. Weil als Beispiel, um jetzt mal in eine andere Richtung wieder zu gehen oder beziehungsweise um auch im Science-Fiction-Bereich zu bleiben, voriges Jahr ist Firefight rausgekommen von Mantic Games in der 2. Edition und auch hier ist es jetzt nicht so, dass mir direkt etwas aufgefallen ist, denn auch hier, dass das Spielsystem jetzt irgendwie eigenständig macht. Man hat Einheiten, die Armeen, größere Skirmish-Armeen, so Mass-Skirmisher, wie wir es zum Beispiel bei Star Wars Legion haben. Auch dann die Bewegungsart funktioniert sehr ähnlich, indem man eben nur den Leader bewegt der Einheit und dann alles in Coherency herumstellen kann. Und das war's, also sehr schnelles Spielsystem. Auch die abwechselnde Aktivierung haben, glaube ich, beide Spielsysteme. Command Points zum Beispiel gibt es auch bei Firefight, ist jetzt auch nichts Neues. Vielleicht die Art und Weise, wie man sie generiert, ist aber eigentlich nur ein Würfelwurf. Und ansonsten werden damit einfach Fähigkeiten aktiviert. Auch wenn mir das Spielsystem dann gefallen hat oder gefällt, ist es dann doch so, dass auch bei Gesamtsystem her jetzt nichts großartig dabei gewesen ist, was mir hier irgendwie als komplett eigenständig aufgefallen wäre. Aber wie gesagt, das Ganze ist jetzt gar nicht negativ zu sehen, sondern ich bin einfach gespannt, was uns hier Freebooter Miniatures in Ascending Fate dann präsentieren wird und ich freue mich schon auf die nächsten Informationen, wenn wir welche bekommen. Und damit möchte ich auch euch einladen, in den Kommentaren unten zu beteiligen. Schreibt rein, was ihr euch dabei gedacht habt, sowohl zu dem Teaser, als ihr den gesehen habt, oder vielleicht auch zu weiteren Informationen, die ihr vielleicht schon habt, weil ihr möglicherweise den Livestream schon gesehen habt, wo auch mehr Informationen gegeben wurden. Was habt ihr so für einen Ersteindruck von Ascending Fate? Was erwartet ihr euch oder was erhofft ihr euch? Ich möchte da ein bisschen eine Diskussion in den Kommentaren starten, weil ich einfach selbst mich wirklich auch freue, dass hier endlich erste Informationen gekommen sind und eben schon sehr gespannt bin, wie sich das Spielsystem dann schlussendlich spielen wird und wie die Fraktionen sein werden und die Figuren dann aussehen, wenn wir dann mal die ersten zu Gesicht bekommen und eben nicht nur Render bzw. ein paar mehr Figuren zu sehen bekommen haben. Um jetzt auch bei Freebooter Miniatures zu bleiben, werde ich euch hier jetzt ein Video verlinken zum Kampagnensystem von Freebooters Fate. Da habe ich vor einer Weile mal ein Video dazu gemacht, wo ich das Ganze auch ein bisschen beispielhaft gezeigt habe. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, der Freebooters Fate spielt und das System vielleicht noch gar nicht kennt. Aber ich bin hier auch ein bisschen darauf eingegangen, habe das Ganze darum herum aufgebaut, das Video damals, wie man eben dieses Kampagnensystem auch für andere Tabletop-Systeme verwenden kann.